Damit deine Handpan immer optimal vor Rost geschützt ist, musst du sie regelmäßig pflegen. Wie du das genau machst, zeige ich dir jetzt. Hallo und herzlich willkommen beim Handpan-Portal. Ich bin Milan und erkläre dir in diesem Video jetzt alles über das Reinigen und Pflegen deiner Handpan, um die Bildung von Rost zu verhindern. Wenn du dich auch für weitere Themen rund um Handpans interessierst, dann abonniere am besten jetzt gleich diesen Kanal. Kurzer Hinweis, bevor es losgeht. Frage immer HändlerInnen oder HerstellerInnen deiner Handpan, ob dein Instrument eine besondere Pflege benötigt. Das kann sein, da die Instrumente aus unterschiedlichen Materialien hergestellt werden und auch die Oberflächenbehandlung verschieden sein können. Ich zeige dir in diesem Video die normale Handpan-Pflege, wie sie meistens empfohlen wird. Aber erstmal möchte ich dir erklären, warum und wie oft deine Handpan überhaupt gepflegt werden muss. Folgende Punkte sind ein Risiko für deine Handpan und können zu Rost führen. Erstens, auf deiner Handpan befindet sich eine Schutzschicht aus Öl oder Wachs. Diese wird durch das Spielen abgetragen. Zweitens, von deinen Händen wird Feuchtigkeit in Form von Schweiß und Dreck auf die Handpan übertragen. Aber auch die Luftfeuchtigkeit kann dein Instrument angreifen. Und drittens, wenn dann die Schutzschicht auf der Handpan nicht mehr intakt ist, kann deine Handpan rosten. Und das kann bei allen Handpan-Materialien, egal ob nitrierter Stahl, Edelstahl oder Amber Steel, passieren. Doch wenn du dein Instrument regelmäßig säuberst und pflegst, dann wirst du a. den tollen Klang der Handpan erhalten, b. unschöne Flecken und Rost verhindern und c. den Wert deiner Handpan bestmöglich aufrechterhalten. Stellt sich nur noch die Frage, wie oft muss ich mein Instrument überhaupt pflegen? Folgende Kriterien helfen dir, diese Frage zu beantworten. Erstens, wie oft spielst du überhaupt deine Handpan? Je häufiger du deine Handpan spielst, desto häufiger überträgst du Schmutz und Schweiß von deinen Händen oder auch von deinen Beinen, wenn du zum Beispiel mit einer kurzen Hose spielst, auf dein Instrument. Schmutz und Schweiß greifen dann die Oberfläche deiner Handpan an. Außerdem trägst du so schneller die schützende Schicht aus Öl oder Wachs von der Oberfläche ab. Zweitens, hast du besonders schwitzige Hände? Einige Menschen haben schwitzigere Hände als andere. Der salzhaltige Schweiß ist ein Schrecken für deine Handpan. Und drittens, ist bei dir die Luftfeuchtigkeit besonders hoch. Je höher die Luftfeuchtigkeit, desto höher ist das Risiko für Rost. Wohnst du in einem feuchten Klima, zum Beispiel nahe am Meer oder in den Tropen, musst du deine Handpan häufiger pflegen. Und wie häufig solltest du nun deine Handpan pflegen? Wenn du deine Handpan oft spielst, du relativ schwitzige Hände hast und in einer feuchten Umgebung wohnst, solltest du deine Handpan ungefähr einmal pro Woche pflegen. Wenn das alles eher nicht auf dich zutrifft und du deine Handpan auch nicht so regelmäßig spielst, kann es auch reichen, dein Instrument nur alle 2 bis 3 Monate zu pflegen. Schauen wir uns jetzt mal an, was du so alles für die Pflege deiner Handpan brauchst. Zum Reinigen der Handpan benötigst du Alkoholreiniger, auch Isopropanol genannt, mit mindestens 70%. Mit einem Papiertuch säuberst du die Handpan und mit einem neuen Papiertuch kannst du sie dann auch abtrocknen. Zum Schutz der Handpan gegen äußere Einflüsse gibt es verschiedene Öle oder Wachse. Für nitrierte Handpans verwende ich ein Handpanöl und für Edelstahl und Amber Steel verwende ich eine Wachspolitur. Andere verwenden aber auch für Edelstahl und Amber Steel Instrumente ein Handpanöl. Eigentlich geben alle HändlerInnen und HerstellerInnen beim Kauf einer Handpan eine Empfehlung dazu, welche Pflegeprodukte du verwenden solltest. Und zur Verteilung des jeweiligen Pflegeprodukts auf der Handpan und zur anschließenden Politur verwendest du dann ein Mikrofasertuch. Und wie du deine Handpan nun richtig pflegst, zeige ich dir jetzt. Bevor es losgeht, aber nochmal der Hinweis. Bitte informiere dich vorab bei HerstellerInnen oder Händlerin deines Instruments, ob eine besondere Art der Pflege nötig ist. Wenn das nicht möglich ist, probiere die Pflege erstmal an einer kleinen, unauffälligen Stelle, am besten auf der Unterseite deiner Handpan aus. Ich zeige dir jetzt mal eine komplette Reinigung und Pflege einer nitrierten Handpan. Erstens, säubern mit Alkohol.
Reinige deine Handpan, die Oberseite, die Unterseite, den Rand und auch das Schallloch gründlich mit Alkohol. Dazu benutzt du Papiertücher und mindestens 70%igen Alkoholreiniger. Und wenn der Rand deiner Handpan mit einem Band oder einem Gummischutz versehen ist, reinige bitte auch darunter. Achtung, aufgrund des Alkohols besteht erhöhte Brandgefahr. Sei daher bitte vorsichtig, lüfte den Raum und entsorge die benutzten Papiertücher sicher. Durch die Reinigung wird der gesamte Dreck und Schmutz entfernt. Aber auch jeglicher Schutz aus Handpanöl und Wachs, der vorher auf der Handpan war, wird abgetragen. Du musst also nach dem Reinigen unbedingt den Schutz der Handpan erneuern. Dazu benutzt du entweder ein Handpanöl bei nitrierten Handpans oder eine Wachspolitur bei Edelstahl-Handpans. Trage nur wenige Tropfen des Öls bzw. ein bisschen von der Wachspolitur auf und verteile das gründlich mit einem Mikrofasertuch. Überall da, wo du die Handpan mit Alkohol vorher gereinigt hast, solltest du nun auch die Pflege auftragen. Sollte sich deine Handpan dadurch in der Farbe etwas verdunkeln oder etwas stärker glänzen, ist das völlig normal. Damit das Öl bzw. die Wachspolitur ordentlich einziehen kann, solltest du es einige Zeit, wenn möglich sogar über Nacht, auf deiner Handpan einwirken lassen. Bitte stecke die frisch geputzte Handpan aber nicht in eine Tasche, sondern lasse sie offen im Raum liegen. Auf der Handpan kann nach dem Einwirken immer noch etwas Öl bzw. Wachs vorhanden sein. Entferne das überschüssige Pflegeprodukt, indem du die Handpan mit einem Mikrofasertuch polierst. Jetzt bist du mit der Handpan-Pflege fertig und deine Handpan ist optimal vor Rost geschützt. Wenn dir das Video gefallen hat, zeig mir das gerne mit einem Like. Solltest du noch Fragen zur Pflege deiner Handpan haben, schreib sie mir gerne in die Kommentare. Tschüss und viel Spaß mit deiner Handpan.